Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich hatte gerade eine Niesattacke, nicht erschrecken, dass ich schon wieder so klinge. Wir haben heute schon wieder den letzten des Monats. Ich habe für heute Mittag ein Portaltage-Orakel für den März geplant. Das lasse ich ab 15 Uhr hier laufen. Kommt gerne zurück. Schaut euch das an, es ist sehr spannend. Ich mache das ja nicht jeden einzelnen Portaltag, sondern ich gucke mir einfach das kollektive Thema an. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich das vielleicht jetzt öfters hier mache. Und die Uhrzeit ist dann immer, wenn ich so ein Sonderorakel mache, 15 Uhr. Okay, öffne dich dem Erfolg, ist die Botschaft für heute. Wir können hier mal rumgucken, was wir alles tun können, wenn wir auf das hören, was uns die Führung, die Fügung zuspielt. Hier geht es auch darum, dass man schon sehr, sehr viel ins Gleichgewicht gebracht hat und einen Erfolg schon eingeheimst. Und hier kommen so die Nachläufer des Erfolges mit, ne? Es geht ja auch darum, wenn man sich dem Erfolg öffnet, dass man gleichzeitig wieder so ein paar Muster hat, dass man denkt, ach, ich genieße meinen Erfolg im stillen Kämmerchen. Das braucht gar keiner sehen. Also dieses sich gestatten, ja, dass man das auch bekommt, diese Anerkennung, für die man eingestanden hat, hängt bestimmt bei ein oder anderem in einem Glaubensmuster drin. Hier haben wir noch die Einsicht über dieses Thema. Das heißt, wir schauen auf uns, wie wir in Zukunft mit Freude annehmen können, was auf uns wartet. Eine Wachstumsphase, wo wir einfach auch verstehen, dass wir hier vielleicht unser Licht immer wieder unter den Scheffel stellen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Und hier haben wir noch einen Prozess, wo tatsächlich gerade sehr viel Altes rausgewischt wird. Es gibt neue Richtungen. Diese Richtungen entstehen dann auch meistens, wenn man mit dem, was jetzt ist, nicht so zufrieden ist oder wenn es keinen Sinn mehr macht oder wenn man einfach verspürt, es wird Zeit für neue Impulse oder für neue Dinge, die man ausprobieren möchte. So dieser gewissen Langeweile des Lebens oder des Alltags auch mal wieder einen frischen Geist einzuhauchen. Und hier wird gesagt, pass auf, es kann sein, dass es viel ist, dass es zu organisieren gibt, was du hier veränderst, um deinen Erfolg einzuheimsen. Aber du kannst deine Ärmel aufschlagen und dich an die Arbeit machen. Wir haben hier den Klee mit dabei, ne? Wir sind hier geschützt, wir kriegen Unterstützung. Es geht auch sehr viel um, ich sag mal, den Feinschliff bei den Dingen, um eine liebevolle, kreative, loyale Energie und vielleicht auch das Zusammenarbeiten mit jemand sehr Loyalem, der unter anderem sehr viel Geduld hat und auch einen großen Verstand. Was haben wir hier unten noch? Eine magische Zeit im Leben. Wünsche werden wahr, Träume können wahr werden. Was hier so ein bisschen hinterherhinkt, ist genau der Ausgangspunkt, ne? Einsteins möchte man eine Lösung finden für sich, die den Alltag ein bisschen erheitert und die trotzdem Erfolg bringt. Und man hat hier das Gefühl, der Erfolg wäre irgendwie, ich nenne es jetzt mal Erfolg, ihr wisst, was ich meine. Das Glück wäre einem auf der Spur, aber es ist nicht richtig greifbar, ne? Und hier geht es auch darum, dass man Erfolg und Zufriedenheit und das Leben genießen und die Freude untereinander mischt, so dass man nicht nur arbeitet an den Dingen, nicht nur ausmischtet, sondern auch, ja, zu leben einfach nicht vergisst während dem Ganzen.
dass man auch die kleinen Erfolge feiert und dass man hier seine persönliche Macht auch annimmt, ne? Diese Energie von dem Gewitter, die liegt ihm jetzt auch, ne? Das ist so ein Donnerschlag, der uns aufweckt. Und da möchte das ganze Potenzial, das wir haben, abgerufen werden, ohne Ängste, dass wir vielleicht mit diesem ganzen Potenzial gar nicht umgehen können. Da mag so ein bisschen Unsicherheit dahinter stecken, ne? Dieses auszuprobieren, was man mit Leidenschaft macht, für sich selber Stellung zu beziehen. Es ist so, dass es schon eine gewisse Tapferkeit auch braucht und einen Wagemut und ja, der Held im eigenen Leben sein. Das können wir am Ende alle nur für uns selbst. Also sei der Held in deinem eigenen Leben. Was kommt hier noch mit? Guckt mal, wir haben den Goldfisch. Reichtum. Empfange den Segen. Der Floh setzt ein. Lasse dich auf eine Welle des Erfolgs an dein Ziel tragen. Also das, was man hier beginnt zu kreieren, kann hier mit dem Einsetzen deiner ganz persönlichen Macht und deinem ganz persönlichen Potenzial tatsächlich dazu führen, dass wir sehr viel Segen dafür kriegen. Hier geht es auch nochmal darum, wirklich diese ganze Vielfalt, aus der man schöpfen kann, zu bestaunen. Es gibt nicht nur den einen oder den anderen Weg. Dieses sei ein Unikat, sei dein eigener Held, hat viele Möglichkeiten. Die können sich unterscheiden von dem, was andere tun oder wie es andere tun. Aber hier ist man tatsächlich schon auf dem besten Weg, aus dem, was man kann und aus dem, was man an Potenzial hat, noch mehr zu machen. Auch Ängste zu überwinden mit dem Thema Erfolg, kommen ja ganz andere Probleme auch mit. Also Probleme, Luxusprobleme. Und die Legung sagt einfach, wenn du aus den Vollen schöpfst mit dem, was du kannst und annimmst, dass du Erfolg haben darfst, dann wartet auf dich hier der Reichtum, die Segnungen des Himmels und man wird auf der Welle des Erfolgs zum Ziel getragen. Man schwimmt hier auch schon auf der richtigen Welle. Das sind nur so Verfeinerungen, Raffinessen, die hier noch mit eingebaut sind. Und wenn es nur die Glaubenssysteme sind oder die Glaubenssätze auch, ne? Das Mädchen vom Land wird nie eine Prinzessin, was weiß ich, was da alles dahinter stecken kann. Das ist sehr vielfältig. So, was haben wir hier noch? Vertrauen. Wir haben das Element Feuer, also schon auch wieder dieses Lenken der Energie, ein bisschen Transformation. Wir haben das Jungfrau, das Analytische auch mit dabei, Jungfrau Sternzeichen. Und das heißt schon auch, dass wir den Glauben da hochhalten, dass wir mit unserer eigenen Macht, mit unserem eigenen Potenzial das Beste für uns rausholen können. Vertrauen in sich selber haben, in die eigenen Fähigkeiten und genau das zu seinem eigenen Erfolg aufzubauen. Wir haben unten noch Happiness, auch Element Feuer. Also so glücklich wie möglich dabei zu sein, seine Dinge umzusetzen, anstatt so stierisch auch immer nur etwas zu erarbeiten, scheint ja mit zum Erfolg zu gehören. Hier haben wir Zwillinge auch noch dabei, die Gedanken, den Intellekt, ne? Hier kann auch sein, dass man immer wieder überanalysiert oder nach Fehlern sucht oder nach Dingen, die jetzt doch nicht funktionieren können, weil, aber darum geht es hier nicht, ne? Es geht darum, sich so zu organisieren, dass man
in einer freudvollen Energie seinen Erfolg, seinen persönlichen Reichtum auch erschaffen kann. Bleibt halt die Frage, was macht dich reich im Leben, ne? Das mag auch für jeden unterschiedlich sein. Okay, ihr Lieben, denkt dran, heute Mittag 15 Uhr, Portaltage Orakel. Vielen Dank fürs Zuhören, ich drücke euch und bis bald.